Jonas, weißt du noch, wie wir am Anfang in Berlin versucht haben, Freunde zu finden? Ja, ich habe gelernt, in Deutschland sagt man nicht sofort, wir sind beste Freunde. Man sagt eher, ja, können wir mal machen. Und dann wartet man 3 Wochen. Genau, 3 Wochen sind hier wie gleich. Ich erinnere mich an meinen ersten Smalltalk im Treppenhaus. Ich wollte freundlich sein, also sagte ich, Hallo, wie geht's? Und die Person so, gut, Ende. Ich stand da mit meinem ganzen Herz und bekam ein Gut. Smalltalk in Deutschland ist oft kurz, nicht unfreundlich, nur effizient. Neues Wort. Der Smalltalk. Kurzes, lockeres Gespräch über einfache Themen. Beispiel. Im Aufzug mache ich manchmal Smalltalk über das Wetter. Ich musste lernen, das Wetter ist hier der sichere Start. Ja, Wetter, Wochenende, Bahn. Das sind die 3 Säulen der Gesellschaft. Ich liebe trotzdem diese kleinen Momente. Ein Lächeln, ein Na, alles gut? Neues Wort. Na. Ein kurzes Wort, das man oft am Anfang sagt, wie also oder na, wie ist es? Beispiel. Na, wie war dein Tag? Der größte Kulturschock für mich war pünktlich. Oh ja, in meinem Heimatland ist um 7 manchmal so ungefähr. In Deutschland ist um 7 19 Uhr. Nicht 19:07 Uhr, nicht 19:15 Uhr. Ich war einmal 10 Minuten zu spät und habe mich gefühlt, als hätte ich ein Verbrechen begangen. Die Person sagte, alles gut, aber die Augen sagten, ich merke mir das. Neues Wort. Pünktlich. Genau zur vereinbarten Zeit. Beispiel. Bitte sei morgen pünktlich um 9 Uhr da. Ich finde es eigentlich schön. Es zeigt Respekt. Ja, und es spart Chaos. Das gefällt mir. Aber manchmal ist es auch stressig. Besonders wenn die Bahn. Wieder Bahn macht. Genau. Apropos. Wie fängt man eigentlich ein Gespräch an, ohne komisch zu wirken? Einfach und echt. Zum Beispiel, hey, wie war dein Wochenende? Oder wie läuft's auf der Arbeit? Oder klassisch Deutsch, alles klar? Neues Wort. Alles klar? Eine kurze Frage. Ist alles okay? Beispiel, alles klar bei dir? Ich mag auch. Wie war dein Tag? Das ist warm. Warm ist gut, aber nicht zu warm. Sonst denkt jemand, warum willst du so viel wissen? Du bist so deutsch geworden. Ich bin angepasst. Und dann kommt diese Phase. Man will sich treffen. Aber wie fragt man das locker? Mit einem einfachen Hast du Lust? Neues Wort. Lust haben. Etwas gern machen wollen. Beispiel. Hast du Lust auf einen Kaffee? Das ist so praktisch. Hast du Lust auf einen Spaziergang? Hast du Lust auf Kino? Genau. Und dann kommt die wichtigste Frage. Passt es bei dir? Neues Wort. Passen. Zeitlich oder organisatorisch möglich sein. Beispiel. Passt dir Mittwoch um 18 Uhr? Ich liebe auch das Wort verabreden. Es klingt so erwachsen. Ja, es klingt nach Kalender und Verantwortung. Neues Wort. Sich verabreden. Einen Termin ausmachen, um sich zu treffen. Beispiel. Wir verabreden uns am Freitag um 19 Uhr. Früher dachte ich, Freunde trifft man einfach spontan. In Deutschland ist spontan möglich, aber es ist wie ein seltenes Tier. Spontan ist wie ein Einhorn. Genau, es existiert, aber man sieht es nicht oft. Neues Wort. Spontan. Ohne lange Planung. Plötzlich. Beispiel. Wollen wir spontan heute Abend essen gehen? Ich finde spontane Pläne so schön. Man fühlt sich frei. Und ich finde geplante Pläne schön. Man fühlt sich sicher. Deshalb sind wir ein gutes Team. Jetzt kommt die Realität. Absagen. Oh nein, das schlechte Gewissen. Absagen ist normal. Man muss nur freundlich sein und am besten früh. Neues Wort. Absagen. Sagen, dass man nicht kommen kann. Beispiel. Ich muss leider absagen. Ich bin krank. Ich habe am Anfang zu viele Ausreden erfunden. Klassisch.
Mein Hamster hat einen Termin. Ich wollte niemanden enttäuschen. In Deutschland ist Ehrlichkeit oft okay. Ich schaffe es heute nicht, reicht. Und dann können wir verschieben? Neues Wort. Verschieben. Einen Termin auf eine andere Zeit legen. Beispiel: Können wir das Treffen auf nächste Woche verschieben? Genau. Du sagst ab, aber du machst direkt einen neuen Vorschlag. Das ist sozial klug. Und warm. Warm und effizient. Kleine Basics, die man wirklich im Alltag sagt, wenn man Pläne macht. Okay, los. Hast du Lust, heute Abend was zu trinken? Ja, gern. Wo treffen wir uns? Passt dir Samstag? Samstag passt. Uhrzeit? Um 18 Uhr? Perfekt. Ich bin ein bisschen spät. Kein Problem, ich warte. Und wenn man absagen muss? Tut mir leid, ich schaffe es nicht. Alles gut, erhol dich. Das klingt so einfach, aber es hilft wirklich. Weil du damit in 30 Sekunden alles klärst. Neues Wort. Sich treffen. Zusammen an einem Ort sein, um Zeit zu verbringen. Beispiel: Wir treffen uns vor dem Kino. Neues Wort. Schaffe ich nicht. Ich kann es zeitlich oder körperlich nicht machen. Beispiel: Ich schaffe es heute leider nicht. Ich finde in Deutschland auch spannend. Freundschaft baut sich langsam auf. Ja, es ist oft nicht sofort super intensiv. Aber wenn es da ist, ist es stabil. Bei mir zu Hause wird man schneller Freund. Man redet sofort viel. Hier ist es eher erst Kaffee, dann noch ein Kaffee, dann vielleicht ein Abendessen und nach 3 Monaten sagst du, das ist ein guter Mensch. Und dann kommt irgendwann die Einladung nach Hause. Das ist ein großer Schritt. Ja, wenn dich jemand nach Hause einlädt, ist das Level Up. Neues Wort. Die Einladung. Wenn jemand sagt, du sollst kommen. Beispiel: Danke für die Einladung zu dir nach Hause. Und man bringt oft etwas mit. Ja, eine Kleinigkeit. Blumen, Schokolade, Wein. Neues Wort. Die Kleinigkeit. Ein kleines Geschenk. Beispiel: Ich bringe eine Kleinigkeit mit. Ich finde das so süß. Es ist auch ein soziales Signal. Ich respektiere deinen Raum. Und dann gibt es diese berühmte deutsche Frage. Willst du nachher noch mitkommen? Das ist so spontan. Ja, aber es passiert oft erst, wenn man sich schon kennt. Ich hatte einmal Angst, dass ich zu direkt bin. Direkt ist okay, solange du freundlich bist. Also kann ich sagen, hast du Lust, nach dem Kurs noch einen Kaffee zu trinken? Ja, und wenn du unsicher bist, kannst du ein vielleicht einbauen. Wie? Vielleicht hast du Lust. Neues Wort. Vielleicht. Möglicherweise. Beispiel: Vielleicht sehen wir uns morgen. Das klingt weich. Genau, weich genug, damit niemand Druck spürt. Druck ist schlecht. Druck ist für Reifen. Und was ist mit WhatsApp und Nachrichten? Oh, das ist auch Kultur. Manche schreiben sofort zurück, manche nach 2 Tagen. Ich nehme das manchmal persönlich. Nicht tun. Viele sind einfach beschäftigt oder mögen keine Chat-Marathons. Neues Wort. Antworten. Eine Antwort geben. Beispiel: Kannst du mir kurz antworten? Was kann man schreiben, um einen Plan zu machen? Kurz und klar. Hey, hast du diese Woche Zeit? Oder wollen wir uns am Freitag treffen? Genau. Und wenn jemand nicht kann, ist das nicht unbedingt Ablehnung. Manchmal ist es einfach Leben. Ja, und dann kommt der wichtigste Satz. Sag Bescheid, wenn du Zeit hast. Neues Wort. Bescheid sagen. Jemandem informieren. Beispiel: Sag mir Bescheid, wenn du da bist. Ich liebe diesen Satz. Er ist offen, aber nicht needy. Du bist jetzt auch Systemdenken, Lena. Nein, ich bin poetisch organisiert. Und dann diese Frage. Wollen wir was machen? Das ist so deutsch. Es ist wie, ich will dich sehen, aber ich will nicht dramatisch sein. Genau. Es ist neutral und sicher. Neues Wort. Was machen? Zeit zusammen verbringen. Etwas unternehmen. Beispiel: Wollen wir am Wochenende was machen? Ich finde, das ist ein guter Einstieg.
Danach kann man konkreter werden. Ja, konkrete Vorschläge sind wichtig. Kaffee, Spaziergang, Museum? Und wenn jemand sagt, mal schauen, Dann ist das oft vielleicht oder ich weiß noch nicht. neues Wort. Mal schauen. Ich entscheide später. Ich bin noch nicht sicher. Beispiel. Mal schauen, ob ich am Samstag Zeit habe. Das war für mich am Anfang hart. Ich wollte eine klare Antwort. Klarheit ist gut, aber manche Menschen brauchen Zeit. Also muss ich geduldig sein. Willkommen in der Realität. Und wenn man wirklich neue Leute kennenlernen will, helfen auch kleine Sachen. Ein Kompliment, eine Frage, ein Lächeln. Aber bitte keine zu privaten Fragen am Anfang. Ja, nicht direkt, warum bist du Single? Genau, fang klein an. Woher kommst du? Wie lange wohnst du schon in Berlin? Kennst du ein gutes Café hier? Das ist perfekt. Praktisch und freundlich. Neues Wort. Kennenlernen. Jemanden zum ersten Mal treffen und mehr über ihn erfahren. Beispiel, ich möchte neue Leute kennenlernen. Und manchmal hilft auch Humor. Ja, aber vorsichtig. Deutscher Humor ist manchmal versteckt. Dein Humor ist auch versteckt. Ich nenne das trocken. Neues Wort. Trocken. Humor ohne viele Emotionen. Eher ruhig und ironisch. Beispiel, Jonas hat einen trockenen Humor. Ich liebe trockenen Humor. Man muss nur kurz überlegen. Genau, das ist wie Mathe, aber sozial. Weißt du, was das Schönste ist? Wenn aus vielleicht irgendwann ja klar wird. Und wenn aus wir müssen mal was machen tatsächlich ein Treffen wird. Dann fühlt man sich nicht mehr so allein in einer neuen Stadt. Ja, Berlin kann riesig sein, aber eine Freundschaft macht die Stadt kleiner. Und wärmer. Und effizienter. Du kannst es nicht lassen. Also, wenn ihr gerade neu seid, habt Geduld, macht kleine Schritte, fragt freundlich. Und nehmt Absagen nicht persönlich. Manchmal ist es nur ein voller Kalender. Und wenn ihr jemanden mögt, sagt es einfach. Ja, ein Kaffee ist kein Heiratsantrag. Genau, es ist nur ein Kaffee. Aber manchmal ist es der Anfang. Jetzt wollen wir von euch hören. Was ist für euch am schwersten? Smalltalk, Freunde finden oder Pläne machen? Seid ihr Team spontan oder Team Kalender? Schreibt es in die Kommentare und sagt uns, welche Sätze benutzt ihr am meisten? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Podcast. Dann hören wir uns bald wieder in Berlin im Alltag mit Deutsch. Bis dahin, seid pünktlich. Oder wenigstens ehrlich. Das ist ein guter Deal. Tschüss! Tschüss!